Liebt ihr Zimtschnecken? Dann probiert diese Himbeer-Mascarpone-Variante aus. Mehl, Salz, Butter in eine Schüssel. Ich habe hier noch getrockneten Zitronenabrieb. Es geht auch mit frischen. Und noch ein bisschen Zucker. Wer noch ein bisschen mehr Aroma möchte, gibt jetzt noch ein wenig Vanilleextrakt hinzu. Ich habe das hier selber gemacht. Wie einfach das funktioniert, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Dann mein Backtriebmittel ist die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser. Super bekömmlich, lecker und gesund. Oben rechts erfahrt ihr, wie das geht und wie ihr mit den Alternativen backt. Noch ein bisschen Milch und wer es dann noch da hat, das ist wirklich die Königsklasse, ist ein milder Sauerteig, Lievito Madre. Ist quasi die italienische Variante und die ist sehr fest, aber super, weil sie nicht zu säuerlich ist und auch bei süßem Gebäck genommen werden kann. Dazu erzähle ich euch später noch mal mehr. Dann bereite ich hier jetzt schon mal meine Teigpeitsche von Rammershofen vor, denn die knetet den Teig richtig gut und die Schüssel ist nachher richtig schön sauber. Aber erzählen kann ich euch viel, ich zeige euch das. In der ersten Minute macht das bei eurer Küchenmaschine oder auch mit dem Handrührgerät am besten auf der niedrigsten Stufe. Schon allein, damit ihr euch die Küche nicht so einsaut. Außer ihr habt einen Spritzschutz. Ich lasse den bei mir immer weg, weil ansonsten kann ich das nicht so schön filmen. Also niedrigste Stufe in der ersten Minute und die Schüssel sieht noch ganz schön dreckig aus. Das ändert sich. Auf der Stufe 2 der KitchenAid sollten Hefeteige geknetet werden und so schön sauber ist die Schüssel, wenn der Teig ausgeknetet ist. Das geht mit 630er Dinkelmehl, 405er oder 550er Weizenmehl. Lasst ihr den Teig aufgehen. Ich erzähle euch dazu später noch mal ein bisschen was. Schön warm stellen, der braucht es kuschelig. Und hier habe ich jetzt tiefgekühlte Himbeeren, beziehungsweise die sind jetzt mittlerweile aufgetaut. Die habe ich einfach über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Gebe die jetzt hier bei mir in die flotte Lotte, einfach deswegen, weil ich die schön durchgemixt haben will. Ich könnte sie alternativ auch in den Mixer geben oder wenn ihr es da habt, einen Zauberstab. Ich habe den Zauberstab jetzt nicht da und ich wollte die flotte Lotte eigentlich benutzen, um die Kerne rauszunehmen, denn ich mag Himbeerfüllung am liebsten kernlos. Wie ist das bei euch? Mögt ihr die Kerne oder eher nicht? Nun ist es so, dass ich die Einzige bin, also habe ich die wieder drinne gelassen, die Kerne, weil meine Familie das gerne mag. Zucker hineingegeben und nochmal 2 Esslöffel Stärke. Wenn die Flüssigkeit kalt ist, schnell durchrühren, denn dann habt ihr auch keine Speisestärkeklumpen. Also wirklich erstmal schön durchrühren und erst dann auf der Herdplatte erhitzen. Dann habt ihr nämlich einen schönen Himbeerpudding. Und das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt. Und es kommt aber auch nochmal zum Schluss. Also wirklich bis zum Ende des Videos warten, dann könnt ihr euch einen Screenshot davon machen. Den fertigen Pudding gebe ich jetzt hier ganz kurz in den Teller. Einfach deswegen, damit er schneller abkühlt. Lasse ich ihn jetzt in dem Edelstahltopf, dann bleibt er natürlich länger heiß. Und ich wollte das Gericht schnell genießen, also habe ich das in den Teller gegeben. Ihr seht es, es dampft noch. Und ihr könnt jetzt warten, bis es kalt ist, um die Mascarpone einzurühren. Ich habe aber auch gute Erfahrungen gemacht, das heiß zu machen. Also, ich habe nur 5 Minuten gewartet und habe dann die Mascarpone hineingegeben und sie dann schön vermengt. Da ich nur so einen kleinen Teller hier hatte, so einen tiefen, war das ein bisschen schwierig. Mit einer großen Schüssel fahrt ihr da tatsächlich besser. So schön durchrühren. Und das Tolle ist, das wird jetzt so schön roséfarben. Wir haben ja bald Valentinstag und dieses Gebäck kann man das ganze Jahr genießen, aber an Valentinstag ist es ja noch mal ein bisschen schöner. Backt ihr da etwas Spezielles? Wenn ja, schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Und hier ist der aufgegangene Teig. Zum einen habe ich ihn warm hingestellt im Backofen mit eingeschaltetem Licht. Macht ihr es ohne Lievito Madre den Teig, also nur mit Hefewasser, braucht ihr circa 8 bis 10 Stunden, damit er sich mindestens verdoppelt hat. Und gebt ihr Lievito Madre hinzu, also diesen milden Sauerteig, dann verkürzt sich die Zeit auf 3 bis 6 Stunden. So ein kleiner Trick, wenn es mal schnell gehen soll. Der Teig ist noch ein bisschen weich, das ist aber völlig in Ordnung. Wenn das für euch noch ein bisschen schwierig in der Handhabung ist,
denn Teige mit Hefewasser sind generell ein bisschen weicher. Dann lasst ihn einfach nochmal für eine Stunde im Kühlschrank durchkühlen. Ich habe ihn jetzt ein bisschen rund geformt, gebe jetzt die unförmige Seite hatte ich jetzt zuerst nach oben, dann wende ich das zwischendurch wieder, so dass überall genügend Mehl ist und dann rolle ich es aus. Ich versuche beim Ausrollen den Teig immer mal wieder so eine eckigere Form zu geben. Also ich werde gleich hier die Kanten ein bisschen nachjustieren. Hier seht ihr das. Stück für Stück ausrollen und nehmt auch immer wieder ein bisschen Mehl. Ich nutze dafür ja gerne meinen Mehlstreuer. Und ich mache es dann so, dass ich den so dünn ausrolle, dass er nicht reißt, beziehungsweise wenn ich merke, dass er dann gerissen ist, dann flicke ich ihn zusammen und gucke dann, dass das jetzt dann überall gleichmäßig ist. Also das ist so ein bisschen Erfahrungswert, wenn ihr das zum ersten Mal macht, so circa 2 bis 3 Millimeter. Ihr könnt ihn auch dicker lassen, das ist nicht schlimm. Dann habt ihr aber ein bisschen viel Füllung. Im schlimmsten Fall esst ihr das einfach als köstlichen Pudding oder macht vielleicht noch eine kleine Quarkspeise daraus, denn dieser Pudding mit den Himbeeren, der ist so lecker, wirklich. Mua. Einfach köstlich. So, ich habe hier die Füllung zwischenzeitlich kurz ein bisschen in den Kühlschrank gegeben. Die ist also noch ein bisschen weich. Gebe jetzt einfach ein paar Kleckse hinein und jetzt gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten müsst. Ich bin mit meinen Füllungen immer sehr großzügig, weil ich das einfach liebe, diesen schön säuerlichen Himbeergeschmack und dann dieser süße Zuckerguss, der dann später da drauf kommt, das ist einfach fantastisch und ich mag einfach, wenn da viel Füllung ist. Wenn ihr das nicht mögt, dann nehmt ruhig die halbe Menge von der Füllung, die in dem Rezept steht. Wenn ihr das lieber ein bisschen dünner haben wollt, das ist gar kein Thema, macht das dann ruhig wirklich nur mit der halben Menge. Wichtig ist, wenn ihr es ausstreicht, dass ihr an der oberen langen Kante so ungefähr 1 Zentimeter lasst, die ihr nicht bestreicht. Denn ihr rollt es erfahrungsgemäß von einem weg, also dort, wo ihr seid, unten die Kante. Da kann es ruhig sein, weil da fangt ihr an einzurollen und dann nach oben hin kommt da immer noch mal so ein bisschen Füllung nach und damit das nicht so eine Sauerei wird, oben einfach 1 Zentimeter lassen. Den anderen Teil mache ich relativ, ja, dicht dran, seht ihr hier. Die Kanten auch noch mal eben, so 'n halben bis 1 Zentimeter, denn auch dort wird die Füllung dann noch mal, während ihr das einrollt, ein bisschen lang gehen. Seht ihr aber gleich. Falls ihr benötigt, nehmt die Teigkarte zur Hilfe. Die ist wirklich eine super Unterstützung. So, ein bisschen klappen und später ziehe ich den Teig ein bisschen immer zu mir und da könnt ihr es sehen, drehe es dann und wenn ihr zu dünn ausgerollt habt, so wie ich jetzt hier auf der linken Seite ein bisschen, dann kann der einreißen, aber ist nicht schlimm. Einfach nochmal ziehen, wieder drüber gehen und schon ist das Ganze verschlossen. Den letzten Schluss, den ziehe ich dann über die Rolle. Dann kann ich die nämlich gleich zuknipsen und damit verschließen. Ansonsten passiert es euch nämlich, dass die beim Backen aufplatzen. Und wenn die sich nicht sofort verschließen, eventuell den Finger noch mal kurz nass machen, denn dann ist da einfach ein bisschen zu viel Mehl und dann verschließt die sich nicht so gut. Nun circa 2 Zentimeter breite Stücke abschneiden. Das könnt ihr mit einem scharfen Messer machen, mit einem Stück Band oder ich mache das tatsächlich gerne mit der Teigkarte, die ist wirklich unheimlich scharf. Und dann sind die Teige erst einmal so ein bisschen spitz und ich forme sie mir dann auf dem Backblech wieder rund. Und ihr könnt auch die Teigkarte nehmen, schaut mal, und dann einfach das hier so als zum Rübertragen Hilfe nehmen. Beim ersten Backblech habe ich ganz entspannt, ich habe ja den Mini-Backofen, deswegen wollte ich das nicht so aneinander pressen und habe da nur 6 Stück drauf gemacht. Dann hatte ich noch 3 Stück übrig und die habe ich dann einfach auf eine andere Backfolie gegeben. Die sind dann später in den Backofen. Das Ganze lasse ich jetzt 30 Minuten mindestens ruhen im Backofen mit eingeschaltetem Licht. Besser sind aber tatsächlich 60 Minuten. Gebt diesem Teig nochmal die Ruhe, damit er wirklich besonders fluffig wird. In der Zwischenzeit nehme ich so circa 1 bis 2 Esslöffel Füllung
und verrühre die mit dem Puderzucker. Das wird unser späterer Guss. Selbstverständlich, falls ihr nicht genügend Füllung da habt, könnt ihr es auch so machen, dass ihr stattdessen zum Anrühren für den Puderzucker entweder Zitronensaft verwendet, einen Himbeersaft oder vielleicht auch so einen Schuss rote Beete, um diese rosane Farbe zu bekommen. Bei mir war genügend Füllung da, deswegen fand ich das ganz gut, dass ich die jetzt hier weiterverwenden konnte. Und am Anfang sah es nicht so aus, als würde das gelingen, aber habt Geduld. Gebt den Puderzucker einfach stoßweise hinzu. Und auch hier, wenn ihr das nicht so viel mögt, den Puderzucker auf den Schnecken, dann nehmt nur die halbe Menge. Ich habe mich für 200 Gramm entschieden, einfach deswegen, weil meine Familie und ich das lieben. Und außerdem sieht es richtig schön aus. So, 200 Gramm. Und ihr seht, es wird immer heller und ich finde es einfach schön. Die Füllung ist sehr rötlich und geht schon ins Pinke zwar über, aber ist noch kräftig rot. Und der Guss geht schon wieder mehr ins Rosafarbene über und ich finde, das ist so ein richtig schönes Farbspiel. Aber schreibt mir selber, wie sie euch schmecken, in welcher Variante ihr sie mögt und wenn ihr es nachbackt, dann markiert mich gerne auf Instagram und Facebook. Bei YouTube geht das ja leider nicht. Das wäre natürlich noch eine tolle Funktion. Und zeigt mir auf jeden Fall eure Werke. Nach dem Backen bestreiche ich sie hier mit dem Silikonpinsel. Wie gesagt, ihr könnt das auch ganz flüssiger machen oder weniger dünn. Ich habe sie abkühlen lassen. Tatsächlich finde ich das Ergebnis schöner, wenn sie dann warm und heiß sind. Und schaut mal, schön fluffig. In diesen Videos sehen wir uns übrigens wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch ganz liebe Grüße. Eure Emma.